Hallo zusammen! Möchtet ihr erfahren, wie ihr das wahrscheinlich beste eingelegte Gemüse der Welt aus nur 3 Zutaten selber machen könnt? Bleibt dran, denn darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Für Karotten in Salzlake benötigt ihr zum ersten ein Glas mit einem Dichtring am besten. Ihr könnt natürlich auch ein einfaches Marmeladen- oder Gurkenglas hernehmen. Ja, aber ich hatte gerade dieses Wegglas zur Hand und deshalb nehme ich das jetzt auch her. Dann benötigt ihr in etwa so viel Wasser, wie in das Wegglas passt. Das ist in meinem Fall ein halber Liter Wasser. Und dann müsst ihr eine Salzlake zubereiten, die 2,5% Salzgehalt hat. Das heißt, ihr könnt entweder das Wasser zuerst ins Glas einfüllen, abwiegen, das mal 2,5 rechnen und dann anschließend durch 100 dividieren. Dann bekommt ihr den entsprechenden Salzgehalt in Gramm. Oder ihr nehmt euch einfach einen halben Liter Wasser und gebt 2 gehäufte Teelöffel Salz dazu, verrührt das Ganze, dann habt ihr auch eine ca. 2,5%ige Salzlake. Ich stelle jetzt einfach diese Lake her, indem ich Salz und Wasser miteinander vermische. Sieht jetzt gut aus. Dann kommen wir zum Gemüse. Ihr könnt in diese Salzlake jedes Gemüse, das ihr gerne isst, einlegen. Ich habe gerade Karotten zu Hause, 3 Stück in dem Fall, und die wascht ihr ab. Ihr könnt natürlich auch Paprika oder sonst etwas nehmen und das Gemüse schneidet ihr dann in Stücke, so wie ihr es gerne möchtet. Ich mag Karotten am liebsten in Stiften und deshalb werde ich die jetzt schnell in Stifte schneiden. Achtet, wenn ihr das Gemüse in euer Glas schichtet, darauf, dass das Gemüse nicht über den Glasrand hinaussteht. Das wäre nämlich nachher schlecht, wenn ihr die Lake einfüllt. Und nun braucht ihr nichts anderes zu tun, als die Lake über die Karotten zu gießen. Und achtet darauf, dass ihr die Lake bis direkt zum Glasrand einfüllt. Etwas Lake wird euch jetzt überbleiben, das ist auch geplant so. Die deckt ihr ab, gebt sie in den Kühlschrank, denn in den nächsten Tagen wird immer wieder etwas Lake aus eurem Glas entweichen. Warum das so ist, seht ihr dann nachher. Und dann ist es gut, wenn ihr dann noch etwas Lake zum Nachschütten habt. Dann legt ihr den Dichtring auf euer Einmachglas. Anschließend kommt der Deckel drauf. Und ihr seht schon, da rinnt ein bisschen Lake aus. Und dann verschließt ihr das Ganze mit den Klemmen. So, gut. So lasst ihr das Glas bis morgen früh stehen. Dann nehmt ihr die Klemmen ab, gebt den Deckel herunter, schüttet wieder etwas Lake nach, denn ein bisschen Lake wird jetzt verdunsten über Nacht, weil der Dichtring nicht ganz so dicht ist. Wir haben ja hier nichts erhitzt, wir haben nur kaltes Wasser genommen und deshalb hat sich kein Vakuum gebildet und aus diesem Grund kann eben keine Lake, kann eben noch etwas Feuchtigkeit entweichen. Wenn ihr das morgen gemacht habt, dann nehmt ihr das Glas, stellt es auf den Kopf und wieder zurück. Also einfach 1, 2, 3 Mal schütteln. Dann lasst es wieder stehen bis zum Abend. Dann nehmt ihr wieder den Deckel herunter, leert etwas Lake dazu, verschließt es wieder, schüttelt es wieder und das macht ihr, das mit dem Schütteln macht ihr immer in der Früh und am Abend, die nächsten 8 Tage lang und dann ist das eingelegte Gemüse fertig. Fertig bedeutet in diesem Fall, dass der Fermentationsprozess abgeschlossen ist und im Zuge der Fermentation bekommt euer eingelegtes Gemüse diesen besonders prickelnden Geschmack. Er ist schwer zu beschreiben, aber es schmeckt wahnsinnig gut. Und was macht man dann mit dem eingelegten Gemüse?
Ihr könnt es zum Beispiel zum Belegen eurer Sandwiches verwenden oder ihr nehmt es zum Kochen. Ich zum Beispiel mache gerne Dürüm selber und fülle sie nachher mit Fleischsoße und eben diesen eingelegten Karotten. Die sind wunderbar knackig und sie prickeln auf der Zunge so wie Mineralwasser. Dass euer eingelegtes Gemüse genussreif ist, erkennt ihr daran, dass die Salzlake im Glas etwas trüb wird und dass sich nicht mehr ganz so viele Bläschen bilden wie am Anfang. In meinem Glas seht ihr, dass sich praktisch gar keine Bläschen mehr bilden. Also da blubbert nichts mehr, da steigt nichts mehr auf. Das heißt, wir können unser eingelegtes Gemüse jetzt vernaschen. Übrigens, das Tolle am eingelegten Gemüse ist, nach dem Öffnen könnt ihr es einfach wieder in euren Vorratsschrank stellen. Es braucht gar nicht in den Kühlschrank, denn solange sich kein Schimmel im Glas bildet, könnt ihr das Gemüse jederzeit essen. Also, gutes Gelingen, viel Freude beim Kochen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Das Tolle am Gemüse ist übrigens, ihr müsst es... Danke, Schatzi! Danke! Wie war's das jetzt? Übrigens, solange sich kein Schimmel im Glas bildet, könnt ihr das Gemüse jederzeit essen. Ich glaube, jetzt kann ich schon langsam eine Folge nur mit den Outtakes machen, wo ich probiert habe, dass ich ein Glas mit Karotten ins Kastel eingestellt habe. Das war jetzt perfekt.